Hallo und willkommen zu einem neuen Vlog. Wir befinden uns noch in den Picos de Europa im Nationalpark und möchten noch eine Sache sehen, bevor wir weiterfahren. Wir haben Jimmy geparkt. Man sieht, wir stehen ziemlich schräg. Wir sind auch in den Bergen. Und ja, wir möchten eigentlich gleich losgehen und freuen uns, dass ihr dabei seid. Wir machen hier die Ruta del Carres. Das ist ein Weg durch eine Schlucht. In dieser Schlucht fließt auch der gleichnamige Fluss, also der Rio del Carres. Und ja, wir haben das als Empfehlung von der Familie bekommen und deswegen machen wir das. Und ich glaube, hier hinten fängt die Schlucht auch schon an, also gehen wir los. Das ist ja richtig cool hier, die ganzen Tunnels, das Wasser von oben und ja, uns gefällt es richtig hier, also wir sind gespannt, was da noch auf uns zukommt. Im letzten Video waren wir auch schon in den Picos de Europa, allerdings waren wir in den Bergen oben wandern. Und ich glaube, man sieht hier auch die Gipfel, hinter welchen wir da waren. Hier oben sind die. Sieht richtig eindrücklich aus. Der Weg ist eigentlich 11 Kilometer lang, beziehungsweise 11 hin und 11 zurück, also 22 Kilometer lang. Da wir heute eigentlich aber weiterfahren wollen, ist das einfach zu viel für uns. Also wir würden da 6 Stunden damit verbringen. Ja, wir genießen jetzt ein wenig die Zeit hier unten am Fluss und wir sehen uns gleich im Van wieder. Fast nicht rein. So, war richtig schön. Wir verlassen jetzt aber die Berge und fahren an die Küste. Naja, wir sind nicht allein auf der Straße, also man muss immer aufpassen, wenn man um die Ecken kommt, da stehen einfach Kühe. Wir sind gestern noch nach Bilbao gefahren oder in die Nähe von der Stadt. Und man hat schon richtig gut gesehen, dass wir im Baskenland angekommen sind. In León und der Umgebung spricht man ja ein relativ reines Castellano, also das Spanisch, das man eigentlich so denkt, dass in Spanien gesprochen wird. Aber hier das Baskische ist wieder komplett anders. Nicht mal Roberto versteht wirklich was. Und ja, also es zeigt auch wieder, wie vielfältig auch die Sprachen in Spanien sind. Also es ist nicht einfach alles nur Spanisch. Ja, wir befinden uns jetzt hier an der Küste, an einem Zipfel. Es heißt hier Gaztelugatxe, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und hier gibt es eine kleine Kapelle auf einer kleinen Felsinsel und die schauen wir uns jetzt an. I know it's nothing new, but it's so good to see you. Hier ist die Insel, die wir eigentlich besuchen wollten und einige von euch kennen sie vielleicht. Sie kam nämlich auch in Game of Thrones vor.
Ja, deswegen ist sie auch sehr beliebt und seit 2 Jahren müssen sie die Besucherzahlen deswegen begrenzen, da es einfach einen riesen Ansturm gab und wir sind nicht auf die Idee gekommen, uns da zu informieren. Fail von unserer Seite. Und ja, man muss offensichtlich sein Ticket reservieren online, ist zwar gratis, aber ja, jetzt mit den Sommerferien ist sowieso einige Tage im Voraus alles voll, also wir haben es auch versucht, wir finden nichts mehr und ja, deswegen, wir genießen jetzt noch ein bisschen die Aussicht, aber nutzen dafür danach die Zeit, denn wir müssen noch ein paar Erledigungen machen, denn morgen geht es für uns nach Frankreich. We do this every day, and I'm still so amazed by you. So hold me tight through the night. Gut, also, als erstes auf der Liste steht tanken, denn in Frankreich ist ja der Dieselpreis immer ein bisschen höher. Wir haben hier eine Tankstelle gefunden, die sehr günstig sein soll. Also tanken wir mal voll und hoffen, dass wir damit recht weit kommen. Wir haben 65 Liter getankt. Ratet doch mal, was wir dafür bezahlt haben, beziehungsweise schreibt es unten in die Kommentare. Am Ende des Videos sagen wir euch dann, was wir dafür bezahlt haben. Ja, aber jetzt müssen wir noch einkaufen gehen, bevor wir nach Frankreich gehen, denn unser Kühlschrank ist komplett leer. Ja, und das machen wir jetzt. Tja, da waren wir nicht so erfolgreich wie gewünscht. Morgen ist nämlich ein Feiertag und deswegen sind die Regale halb leer. Ja, jetzt schauen wir im nächsten Supermarkt. Vielleicht kriegen wir da noch wenigstens das meiste zusammen, damit wir in den nächsten Tagen durchkommen. Im zweiten Markt war dann doch einiges weniger los. Wir konnten wirklich alles besorgen, was wir brauchten. Außer eine Kleinigkeit, aber das war ja nichts Wichtiges. Ja, und jetzt warten wir auf unseren letzten Termin heute. Frankreich verlangt nämlich aktuell einen Antigen-Test für die Einreise und aus Spanien kommend darf der höchstens 24 Stunden alt sein. Also machen wir heute Abend den Test, damit wir morgen losfahren können. Ja, und den Termin haben wir in einer circa halben Stunde, dann geht der Spaß los. Wow. Das Testen ging ja richtig schnell. Und sie war richtig gründlich. Ja. Naja, wir warten jetzt mal auf das Resultat und wir sehen uns morgen. Guten Morgen. Wir haben heute früh relativ gemütlich gestartet, haben noch gefrühstückt und sind jetzt losgefahren. Wir fahren an die französische Grenze. Den Antigen-Test haben wir, also das Resultat haben wir erhalten, das ist negativ. Keine große Überraschung eigentlich, aber trotzdem immer eine Erleichterung, das so schwarz auf weiß zu sehen. Und ja, eben jetzt fahren wir an die Grenze. Ich weiß nicht, wie weit wir kommen, denn wir wollen doch einige 100 Kilometer machen, aber ja, Step by Step. Das Wetter ist eher regnerisch, darum passt es auch gerade, dass wir einfach mal einen Fahrtag einlegen und schauen, wie weit wir kommen. Die Fahrt hat 13 Stunden gedauert, wir haben sie darum auch auf 2 Tage aufgeteilt, aber jetzt sind wir angekommen. Wir sind in Saint-Malo in der Bretagne und freuen uns schon, denn von außen sieht es schon richtig gut aus. Hier in der Stadt kriegt man so richtig das Bretagne-Feeling. Die Gebäude, also die Steine und die Verzierungen auch, sieht richtig toll aus. Und es gefällt auch ganz vielen anderen Leuten offensichtlich. Wir gehen jetzt nochmal raus aus der Stadt, beziehungsweise außerhalb der Stadtmauern. Da kann man ans Meer und da gehen wir jetzt hin.
An der Nordküste der Bretagne ist ja sehr interessant zu beobachten, wie stark die Gezeiten hier sind. Die Tiden können bis zu über 8 Meter betragen. Und hier hinter mir sehen wir jetzt auch schon das Fort National, das vorgelagert ist zu Saint-Malo und nur bei Ebbe zu erreichen ist. Hier stehen wir an einem Strand und der ist bei Flut geflutet. Also sehen wir es uns an, solange wir auch noch zurückkommen. Jetzt bei Ebbe sieht es ja richtig friedlich aus hier, aber offensichtlich bei Flut können hier ganz schöne Wellen kommen. Hier hinten sieht man ja ganz viele von diesen Holzwellenbrechern. Die lassen schon vermuten, dass es hier manchmal ganz schön abgeht. Man sieht, dass die Flut langsam kommt. Hier drüben sind wir ja vor kurzem noch drüber gegangen und jetzt ist da Wasser. Wir warten jetzt aber nicht, bis die Flut zum höchsten Stand kommt, denn wir möchten noch was anderes sehen. Aber es ist trotzdem interessant. Ja, wir wollten jetzt eigentlich in Cancale sein. Das ist ein kleiner Ort in der Nähe von Saint-Malo und ist bekannt für seine Austern. Die werden da gezüchtet und besonders bei Ebbe und Flut ist das interessant zu beobachten, denn da fahren die Traktoren um diese Zuchtgehege praktisch im Meer rundherum und das ist ja ganz interessant zu sehen. Wir wollten die Austern ja vielleicht nicht unbedingt essen, aber einfach um sich das anzusehen, da das ja zur Kultur hier gehört. Aber jetzt waren wir da und es war so voll. Wir konnten keinen Parkplatz finden, schon gar nicht mit unserer Höhe, denn die meisten sind auf 2 Meter begrenzt. Und auch in den Straßen, da waren so viele Leute. Wir hatten wirklich einfach keine Lust, uns da reinzustürzen. Und ja, da dachten wir fahren weiter und sehen uns vielleicht Mont Saint-Michel an. Es war eigentlich für morgen geplant, aber ja, wir dachten jetzt, wir haben nämlich nachgesehen, um 7 Uhr geht's zu und vielleicht, wenn wir jetzt nach 5 da ankommen, dann gehen schon die einen Leute raus, aber keine neuen mehr rein. Ja, so viel zur Theorie. Man darf ja hoffen, denn ja, wenn in Cancale schon so viele Leute waren und in Saint-Malo ja eigentlich auch, dass da wahrscheinlich mindestens genauso viele Leute sind, aber ja, Sommerferien halt, ne? Ja, jetzt schauen wir mal vorbei und vielleicht klappt's ja. Es sieht gut aus. Auf dem Weg hierhin haben wir ganz viele Leute gesehen, die zwar weggegangen sind, aber keine, die hergekommen sind. Also unser Plan scheint aufzugehen. Und plus haben wir noch einen gratis Shuttle-Service abgestaubt, der uns hierher gebracht hat und viel Zeit gespart hat. Also haben wir jetzt noch etwa 1,5 Stunden, um Mont Saint-Michel anzusehen. What I thought was gone was sitting in my pocket in plain sight all alone. Es ist wieder Ebbe und da nutzen wir die Gelegenheit, dass wir hier auf dem Sand gehen können, eigentlich im Meer. Und ja, da können wir uns auch Mont Saint-Michel aus allen Richtungen ansehen. Time to let go, so come what may. Don't look before you leave. What you give, you get to keep. So long, farewell, bye-bye. Es ist so eindrücklich, wenn man bedenkt, dass
alles das, was hier jetzt Sand ist, eigentlich mit Wasser bedeckt ist bei Flut. Das ist Wahnsinn. So rebellious, it's falling apart right now. I'm bleeding, an easy kill. Gonna leave it all behind. I think it's time for me to go. Burn all bridges. All I know, I got lost along the way. Fell between the fold, pulling stitches. Time to let go. Wir waren eigentlich ja vor 3 Jahren schon mal hier, aber es hat uns damals sehr gut gefallen, dass wir es einfach nicht auslassen wollten, als wir nochmal hier waren in der Gegend. Und es hat sich auch wirklich gelohnt. Und wir können auch empfehlen, wirklich abends zu kommen. Zwar ist Mont Saint-Michel nicht um 7 zu, wie wir ursprünglich dachten, aber die Läden schließen und auch die Abtei, die wir nicht besucht haben, die gehen zu und damit gibt es auch viel weniger Leute am Abend. Und ja, abgesehen von der Hauptgasse war es wirklich praktisch leer und wir haben es richtig genossen, wieder hier zu sein. Wir beenden jetzt damit dieses Video. Die Woche war richtig stressig, war viel los und nicht immer hat alles geklappt. Darum verabschieden wir uns jetzt. Wir hoffen, es hat euch trotzdem mit uns gefallen. Wenn dem so war, lasst uns doch ein Like da und abonniert doch auch unseren Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und wir sehen uns wieder in einer Woche. Bis dann. Und zum Schluss sagen wir euch noch, was wir für den Diesel gezahlt haben. Also wir haben 65,31 Liter getankt, 77 Euro bezahlt. Das ergibt einen Wert von 1,179 Euro pro Liter. Habe ich so ausgerechnet im Kopf.